Jahr für Jahr sind Herzinfarkte und Schlaganfälle weltweit die häufigsten Ursachen für plötzlichen Tod oder schwere Behinderungen. Meist kommen sie unerwartet, scheinbar aus dem Nichts, doch der Körper sendet oft schon lange vorher Warnsignale, die übersehen werden. Während Cholesterin, Blutdruck und Zuckerwerte regelmäßig überprüft werden, bleibt ein entscheidender Risikofaktor fast immer unbeachtet. Ein Vitamin, das im Stillen stärkt, schützt und repariert. Kaum bekannt in der breiten Öffentlichkeit, aber von Forschern immer wieder hervorgehoben. Vitamin K2, der geheime Schlüssel für gesunde Gefäße und einen starken Kreislauf. Nummer 1. Vitamin K2, das unterschätzte Herzvitamin. Während Vitamin K1 vor allem für die Blutgerinnung zuständig ist, übernimmt Vitamin K2 eine völlig andere lebenswichtige Aufgabe. Es sorgt dafür, dass Calcium in die Knochen gelangt und nicht fälschlicherweise in Arterien oder Gefäßwände eingelagert wird. Denn genau dort kann Calcium gefährlich werden. Es verkalkt die Gefäße, macht sie steif und eng. Perfekte Voraussetzung für einen Infarkt oder Schlaganfall. Vitamin K2 aktiviert das Matrix-GLA-Protein, das Calcium gezielt aus den Arterien fernhält. Nummer 2. Gefäßverkalkung, ein schleichender Killer. Verkalkte Gefäße spürt man nicht, bis es zu spät ist. Doch genau diese Ablagerungen sind der Hauptauslöser für Herzinfarkte und ischämische Schlaganfälle. Studien zeigen, dass Menschen mit niedrigen Vitamin K2-Spiegeln ein signifikant höheres Risiko für arterielle Verkalkung, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Besonders betroffen ältere Menschen, Diabetiker und Menschen mit wenig Bewegung. Nummer 3. K2 und Calcium, das perfekte Team. Viele Menschen nehmen Calciumpräparate, um die Knochen zu stärken, doch ohne ausreichend Vitamin K2 kann sich dieses Calcium im falschen Gewebe ablagern, insbesondere in den Gefäßen. Das erhöht paradoxerweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nur mit Vitamin K2 wird das Calcium dorthin gelenkt, wo es gebraucht wird, in die Knochen, nicht in die Adern. Nummer 4. Natürliche Quellen, warum wir fast alle zu wenig K2 haben. Vitamin K2 kommt nur in wenigen Lebensmitteln in nennenswerter Menge vor, etwa in fermentierten Produkten wie Natto, reifem Käse, Eiern und Butter von grasgefütterten Tieren. In der westlichen Ernährung ist es jedoch selten ausreichend vorhanden, was erklärt, warum viele unbemerkt einen chronischen K2-Mangel haben. Besonders kritisch Menschen mit Darmproblemen, Lebererkrankungen oder langer Antibiotikatherapie, da die K2-Aufnahme zusätzlich gestört sein kann. Und Nummer 5, die wissenschaftliche Beweislage. Studien wie die Rotterdam-Studie zeigten, dass Menschen mit hoher K2-Zufuhr ein 50% geringeres Risiko für arterielle Verkalkung und Herzinfarkt hatten. Auch das Risiko für einen tödlichen Ausgang nach einem Schlaganfall war bei ausreichender K2-Zufuhr drastisch reduziert. Das Besondere, diese Wirkung wurde unabhängig von Cholesterinwerten oder Bluthochdruck festgestellt. Ein klares Zeichen für die zentrale Rolle des Vitamins. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 8 Krankheiten dahinter stecken können, wenn du ständig müde bist? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.